Kennt ihr den Anime Solo Leveling? Dann kennt ihr sicherlich auch Sun Shin-woo. Das ist der Hauptheld vom Solo Leveling. Der Kerl hier, der kommt ganz frisch aus dem Drucker. Den habe ich erstmal jetzt zusammengebaut, damit ihr mal seht, wie der aussieht. Den muss ich jetzt aber nochmal schleifen, grundieren und dann geht's ab ans Bemalen. Also, lasst uns loslegen. Let's go! Ach, und so nebenbei. Falls ihr den Anime nicht kennt, dann solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Der ist richtig, richtig gut. Also, lasst uns loslegen. Und da die Statue gerade frisch vom Drucker rausgekommen ist, muss man die natürlich auch vorher noch bearbeiten. Das bedeutet dann alle Teile schleifen, Unebenheiten ausbessern. Gegebenenfalls muss man manche Sachen noch zusammenkleben. Ja, alles, was eben so dazu gehört. In der Regel bei so einer kleinen Statue, ich nenne sie jetzt in Anführungsstrichen klein, brauche ich schon für diesen Prozess so 5 Stunden ungefähr. Danach grundiere ich sie. Kommt immer drauf an, was ich im Kopf gerade so vorhabe, entweder in schwarz oder in weiß. Oft sehe ich danach immer noch Unebenheiten und bessere das dann nochmal aus und grundiere es dann noch einmal. Nur meistens zeige ich es nie, weil das vielleicht auch ein bisschen langweilig für euch ist. Wenn ich mit einem Modell anfange, dann habe ich immer ein Bild vom Künstler als Vorlage. So wie dieses hier, da zeigt der Künstler, wie er sich sein Modell vorstellt. Und somit habe ich immer die grobe Richtung, wo die Reise hingehen soll. In den meisten Fällen halte ich mich aber nie so 100% daran, es sei denn, es gefällt mir super gut. Und ich finde auch, das ist immer der Vorteil daran, wenn man so welche Statuen selber bemalen kann. Das heißt, du kannst es machen, wie du möchtest. Am Ende des Tages soll es dir gefallen. Und das ist die Hauptsache. In diesem Fall fand ich eine braune Base, so wie in der Vorlage, gar nicht mal schlecht. Nur ich wollte es einfach nicht nur so braun voll klatschen wie in der Vorlage, sondern ich wollte dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Tiefe und Varianz geben. Also habe ich mehrere Schritte dafür verwendet. Ich zeige euch hier gerade jeden einzelnen Schritt, den ich verwendet habe. Ihr seht manchmal auch, dass ich Farben auch mal doppelt nehme. Bei anderen Creatoren sieht man oft, ja, man brusht hier mit dieser Farbe und man brusht mit der Farbe und schon hat man ein mega Ergebnis. Bei manchen Konstellationen funktioniert das auch, aber bei vielen ist das nicht so der Fall. Das heißt, man muss mit Farben auch mal doppelt arbeiten. Das wird aber meistens nicht gezeigt. Ich habe mir dieses Mal die Mühe gemacht und habe wirklich jede Farbe, die ich dann für die Base verwendet habe, aufgenommen und zeige euch die hier. Nicht immer hat alles einen Sinn, was ich jetzt gerade auf der Base mache. Nehmen wir zum Beispiel jetzt dieses Gelb. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, wie es wirkt auf den Stein, wenn ich es jetzt an manchen Stellen einsetze. In diesem Fall hat es keine Wirkung gehabt. Ich zeige euch es aber trotzdem, damit ihr seht, dass ich es verwendet habe. Und somit macht man immer seine Erfahrungen mit neuen Farben. Besonders bei der Base, weil sie verzeiht echt viel. Wenn die Farbe nicht passt oder die nicht gut aussieht oder so, dann nimmt mir die vorige Farbe, geht da drüber und meistens ist das Ding weg. Und so lernt man schnell, welche Farbe in welchem Einsatzgebiet welches Resultat erzielt. Hier könnt ihr den fertigen Stein gut sehen. Die ganzen Farben, die ich verwendet habe, geben dem Ganzen echt viel Tiefe. Als nächsten Schritt kümmere ich mich um das Solo Leveling. Da muss man nicht viel zu sagen. Ich habe Weiß genommen, einen feinen kleinen Pinsel und dann vorsichtig Buchstabe für Buchstabe angemalt. Nachdem ich den Schriftzug fertig hatte, kommen diese Energieflammen dran. Da schwirrte mir im Kopf, ich mache das Ganze von einem dunklen Lila ins Pinke. Um das zu erreichen, fängt man immer mit der helleren Farbe an. Also fing ich mit einem hellen Pink an, habe das dann vollflächig über die Flamme geairbrushed. Und danach habe ich ein Lila verwendet und habe das punktuell eingesetzt. Was ich euch hier aber nicht gezeigt habe, es kam noch eine dritte Farbe zum Einsatz.
Das war ein sehr dunkles Lila. Das habe ich ganz unten am Anfang der Flamme gemacht. Das seht ihr auch hier, wenn ich das auf der Base positioniere. Und somit ist die Base fertig. Also ich finde, die ist mit wenig Aufwand echt gut geworden. Oder wie seht ihr das Ganze? Als nächstes kommen wir jetzt zu Sung Ching Wu. Wir fangen erstmal mit seinem Pullover an, den musste ich erstmal zusammenkleben. Er ist ja komplett in Grau angezogen. Ich wollte aber verschiedene Grautöne einsetzen. Also habe ich mich für ein dunkleres Grau für den Pullover entschieden und habe das dann noch zusammengemischt mit einem Blau, damit es so einen leicht bläulichen Ton hat. Im Verhältnis habe ich dann das dunkle Grau, ich würde sagen 75% und 10% vielleicht nur Blau. Also es waren nur 2-3 Tröpfchen rein. Nicht viel. Und dann habe ich das Ganze mit 50% Wasser nochmal verdünnt. Bei der Hose habe ich einfach ein ganz normales Grau genommen, was einfach heller als das, was ich beim Pullover eingesetzt habe, war. Und danach kamen wir zum Umhang. Ich wollte den Umhang in so einer dunklen Sandfarbe haben. Natürlich hatte ich keine hier. Oh no! Also musste ich mir was einfallen lassen. Also habe ich so ein Desert Yellow von Army Painter und ein Braun zusammengemischt. Fragt mich aber bitte jetzt nicht, wie das Verhältnis der Farben war. Ich habe das einfach frei Schnauze gemacht. Ich habe einfach das Desert Yellow in meinen Becher reingekippt und habe dann stückchenweise immer weiter Braun reingemacht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich noch 1-2 Tröpfchen zum Schluss noch mit Schwarz reingemacht, sodass es dunkler wurde. Und damit habe ich dann den Umhang geairbrushed. Das hintere Stück vom Umhang, was ich jetzt gerade bemale, das sollte ein bisschen heller sein als der Umhang an sich. Und natürlich auch hier habe ich keine Farbe dafür gehabt. Läuft ja richtig bei mir, würde ich mal sagen. Also musste ich erfinderisch sein und habe mir die Farbe wieder zusammengemischt. Es waren fast wieder die gleichen Farben wie vorhin. Ich habe wieder als Grundbasis ein Desert Yellow verwendet, habe dieses Mal aber ein helles Braun dazu gemischt und statt 1-2 Tröpfchen Schwarz habe ich ein bisschen Grau dazu gemischt. Bis ich ungefähr für mich selber entschieden habe, okay, das ist die richtige Farbe, die möchte ich verwenden. Aber ich sag euch jetzt schon, beziehungsweise ihr habt es bestimmt jetzt auch schon gesehen, Pustekuchen. Nachdem ich die Farbe angewendet habe, war das einfach viel zu hell. Es passte gar nicht zum Umhang an sich. Ich musste also irgendwie diese Stelle dunkler bekommen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe eine schwarze Wash-Farbe von Vallejo genommen und habe den hinteren Part von Umhang damit geairbrushed. Im Video habe ich es euch nur einmal gezeigt, insgesamt musste ich das Ganze aber 3-mal machen, damit die Stelle so dunkel wurde, wie ich sie haben wollte. Hier seht ihr gerade, wie ich den Hautton fertig mache. Dafür verwende ich das Fairy Flash Set. Wenn ich ehrlich bin, verwende ich diese Methode am häufigsten oder beziehungsweise am allerliebsten, besonders im Bereich Comic oder Anime. Da funktioniert das echt gut. Ich werde dazu ein Tutorial machen, wo ich es Schritt für Schritt langsam nochmal erkläre, wie im letzten Video. Das könnt ihr euch hier, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gerne nochmal anschauen. Deswegen gehe ich jetzt hier nicht drauf ein, das würde den Rahmen des Videos einfach sprengen. Also falls ihr das Tutorial in Zukunft nicht verpassen wollt, drückt mal gerne den Abo-Button und lasst gerne auch mal ein Like da. Das würde mir sehr helfen. Als nächstes habe ich mich um den Dolch gekümmert. Der Dolch, da muss ich erstmal recherchieren, was für eine Farbe der eigentlich hat. Das scheint, dass er so eher so ein Eisdolch ist, also eine sehr helle Farbe, was so ins Bläuliche geht. Dementsprechend kann ich mit Schwarz nichts anfangen, also habe ich das Ganze erstmal in Weiß geairbrushed. In der Zwischenzeit, wo die Farbe vom Dolch am Trocknen war, habe ich mich um diesen goldenen Ring an der rechten Hand gekümmert. Ich habe den Ring zuerst in Weiß angemalt und danach bin ich mit einem Gold drüber gegangen. Nachdem ich die Hand fertig hatte, habe ich mich wieder um den Dolch gekümmert, habe dann eine Bronzefarbe genommen und habe damit diesen geschwungenen Strich in der Mitte des Griffes damit bemalt. Danach habe ich mich für ein Türkis entschieden und habe das Stück vom Griff damit dann bemalt.
Nebenbei, ich kann euch nur eins sagen, das hat elendig lange gedauert. Und dann ging es daran, die Klinge irgendwie so bläulich hinzukriegen. Also habe ich wieder das gleiche Türkis genommen, habe es sehr stark verdünnt mit Wasser und habe da 1-2 Spritz auf jeder Seite der Klinge gegeben. So sieht das aus, als ob das so bläulich schimmern würde. Als nächstes habe ich mich dran gemacht, die Effekte um den Dolch drumherum fertig zu bekommen. Dafür habe ich wieder das Türkis mit einem sehr hellen Blau zusammengemixt und habe dann die oberen Stellen dieser Effekte damit geairbrushed. Für die unteren Stellen habe ich die Farbe, die ich oben eingesetzt habe, noch übrig gelassen und habe dazu noch ein sehr dunkles Blau hinzugemixt. Und damit habe ich dann die unteren Stellen damit gemacht, so dass es aussieht, dass es vom dunklen Blau ins ganz helle Blau geht. Beziehungsweise dann ins Türkise. Und hier seht ihr, wie ich die Augen gerade bemale. Die habe ich genauso gemalt, wie ich euch das im letzten Tutorial erklärt habe. Ich habe die Umrandung erstmal mit Schwarz gemacht. Danach habe ich das Innenleben vom Auge mit Weiß gemacht. Die Umrandung der Iris habe ich dann mit Schwarz gemacht. Das kriegt man dann nie perfekt hin, das muss man dann mit Weiß nochmal ausgleichen. Sung Jin-Woo hat ja ganz normale blaue Augen. Bei diesem Modell habe ich mich für so ein ganz helles Blau entschieden. Aber ich fand, dass dieses Blau am besten zu den Effekten auch an seinem Dolch und so passt. Also habe ich dieses Blau verwendet. Ist aber auch nur ein minimaler Unterschied zum Original. Und die Pupille selber habe ich dann mit einem Filzstift gemacht. Zu guter Letzt habe ich die Augen dann mit Hochglanz versiegelt. Dann glänzen die einfach mehr und poppen mehr auf. Und das letzte Stück, was wir bemalen müssen, sind die Haare. Und die sind sehr simpel. Einfach ganz normal schwarz, überall drauf, fertig ist der Bursche. Und dann kommen wir zu dem, was mir wirklich am meisten Spaß bringt nach so viel Arbeit. Das Zusammenkleben und das Zusammenbauen. Dann sieht man ja endlich, was man da erschaffen hat. So, in der Zeit, wo ihr euch anschaut, wie ich die ganze Statue zusammenklebe und zusammenbaue, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Besonders für eure Unterstützung. Ich habe fürs nächste Video, was in 2 Wochen rauskommt, ein echt großes Projekt am Start. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Falls ihr es nicht verpassen wollt, drückt gerne den Abo-Button und wenn ihr wollt, gerne auch den Like-Button. In diesem Sinne, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.